Hallo, heute zeige ich euch, wie man mit Vektorrechnung den Abstand eines Punkts von einer Geraden berechnen kann. Los geht's! Unsere erste Fragestellung soll sein, berechnen Sie die Koordinaten der Punkte auf dieser Geraden G mit dieser Geradengleichung, die von dem Punkt P, 1, Stab 1, Stab 2, einen bestimmten Abstand, nämlich 4 Längeneinheiten haben soll. Wir könnten das Problem grafisch mit Lineal und Zirkel lösen, indem man mit einem Zirkel 4 cm einstellen und einen Kreis um den Punkt P schlagen. Dann bekommen wir hier die beiden gesuchten Schnittpunkte. Vorausgesetzt, der Radius des Kreises ist größer als der kürzeste Abstand der Geraden von dem Punkt P. Aber wir wollen es nicht grafisch lösen, wir wollen es berechnen. Und das zeige ich jetzt. Wir schreiben mal die Koordinaten eines beliebigen Punkt x auf der Geraden auf. Das können wir mit Hilfe dieses Parameters t hier machen. Bekommen wir die allgemeinen Punktkoordinaten. Wie habe ich das gemacht hier? Ich habe in der Geradengleichung die erste Zeile gelesen, die gibt mir ja die x-Koordinate. Hier steht 1 plus 1t gibt x. Die zweite Zeile 0 plus 2t gibt y. Und die dritte Zeile 1 plus 0t gibt mir die z-Koordinate aller Punkte. Dieses Verfahren nennt man einen laufenden Punkt, denn man stellt sich vor, dass dieser Punkt x hier auf der Geraden G entlang laufen kann und je nachdem, welchen Wert wir für t einsetzen, bekommen wir andere Koordinaten dieses Punkts hier raus. Um nun den Abstand dieses Punkt x vom festen Punkt P zu berechnen, bilden wir den Verbindungsvektor Px. Das ist einfach der Ortsvektor unseres Punkt x, hier als Spaltenvektor geschrieben, minus den Ortsvektor von unserem festen Punkt P, 1, 1, 2. Diese Differenz können wir ausrechnen. 1 plus t minus 1 gibt t, 2t minus 1 und 1 minus 2 gibt minus 1. So, und nun können wir ja den Abstand zwischen p und x einfach dadurch ausrechnen, dass wir von diesem Verbindungsvektor die Länge rechnen. Also nehmen wir diesen Vektor, nehmen von dem die Länge mit der berühmten Wurzelformel t² plus 2t minus 1² minus 1². Und nun können wir hier diese Klammern unter der Wurzel noch auflösen. Hier brauchen wir die binomische Formel. Fassen die t's zusammen und erhalten 5t² minus 4t plus 2. Nehmen wir jetzt von diesem Vektor die Länge. Die soll ja gleich 4 Längeneinheiten sein. Also setzen wir diese Gleichung hier, diesen Wert gleich der 4 Längeneinheiten. Nun müssen wir diese Gleichung nach t auflösen. Wir sehen, dass es sich um eine Wurzelgleichung handelt. Die kann man immer durch Quadrieren lösen. Dadurch löst sich die Wurzel auf und rechts bekommen wir eine 16. Nun bringen wir noch die 16 auf die linke Seite und wir sehen, das ist eine quadratische Gleichung, die wir mit der PQ-Formel lösen können. Vorher müssen wir noch durch 5 teilen, dann bekommen wir t² minus 0,8t minus 1,8t 8 gleich 0. Und nun können wir das in die PQ-Formel einsetzen. Wir bekommen zwei Lösungen, T1 2,12 und T2 minus 1,32. So, hier haben wir nun unsere Parameterwerte für t gefunden, die wir brauchen. Was machen wir damit? Wir setzen dieses t hier oben in die Koordinaten unseres laufenden Punkts ein und bekommen dann die Koordinaten der Punkte, die den gewünschten Abstand 4 haben. Das ist unsere erste Lösung mit T1, das gibt den Punkt x1 und T2 eingesetzt gibt die zweite Lösung x2. Tatsächlich haben wir hier zwei Punkte gefunden, die den gleichen Abstand 4 vom Punkt P haben. Okay, dann schauen wir uns die nächste Fragestellung an. Jetzt wollen wir den kürzesten Abstand des Punkt P von der Geraden finden. Wir sehen, dass wir den kürzesten Abstand bekommen, wenn der Verbindungsvektor von P nach x gerade orthogonal auf die Gerade auftrifft.
Wir nehmen wieder den gleichen laufenden Punkt wie eben und den gleichen Verbindungsvektor Px in seiner allgemeinen Form, genau wie eben, und müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass dieser Verbindungsvektor Px orthogonal auf dem Richtungsvektor der Geraden steht. Zwei Vektoren sind ja orthogonal, wenn das Skalarprodukt 0 ergibt. Also nehmen wir den Verbindungsvektor Px und den Richtungsvektor unserer Geraden, den sehen wir hier 1, 2, 0, bilden das Skalarprodukt und das soll 0 ergeben. Nun rechnen wir dieses Skalarprodukt aus. Zeilenweise t mal 1 ergibt t, 2t minus 1 mal 2 gibt das und minus 1 mal 0 gibt 0. Das soll 0 ergeben. Dann lösen wir noch die Klammern auf und wir bekommen eine einfache Gleichung, die wir nach t umstellen können. Haben wir t gleich 0,4. Was machen wir damit? Wir setzen das t wieder in unseren laufenden Punkt ein und bekommen die Koordinaten unseres nächstliegenden Punkts x 1,4 Stab 0,8 Stab 1. Dieser Punkt x hier ist am dichtesten am Punkt P. Hier bekommen wir unseren rechten Winkel. Und um diesen kürzesten Abstand nun zu berechnen, müssen wir nur noch die Länge dieses Vektors Px ausrechnen. Wir nehmen also wieder unseren Ortsvektor auf diesen Punkt x, ziehen davon den Ortsvektor von P ab, dann lautet so unser Verbindungsvektor und dessen Länge ist dann Wurzel aus 0,4 Quadrat plus minus 0,2 Quadrat plus minus 1 Quadrat gibt 1,1 Längeneinheiten. Das ist der kürzeste Abstand von Punkt P zu G. Das ist die schöne Methode des laufenden Punkts, mit der man Abstände zwischen Punkt und Geraden berechnen kann. Es gibt noch weitere Verfahren mit einer Hilfsebene, aber das wird in einem anderen Video gezeigt. Okay.